Was finde ich hier für Bilder mit Musikbezug und was lerne ich darüber nochmal über Musikästhetik? Unser erstes Werk ist das Paradiesgärtlein. Das ist ein sehr kleines Werk eines anonymen oberrheinischen Meisters, so wohl aus den 1410er Jahren. Maria mit ihrem Jesuskind sitzt in einem Garten, der von einer Mauer umgeben ist. Es gibt sehr hübsche und im Detail gemalte Pflanzen und Blumen und Vögelchen. Ich habe das Bild ausgewählt, weil die Kombination von Musik und religiöse Sphäre, Musik und Transzendenz, Musik und das Heilige nicht nur, aber besonders auch im Christentum immer eine Riesenrolle gespielt hat. Also Musik als etwas, was assoziiert wird eigentlich mit dem Himmel. Es kommt gar nicht aus der Erde, sondern es kommt vom Himmel. Aber damit ist Musik umgekehrt auch immer wieder sowas wie ein, sagen wir mal, Fahrstuhl zurück in den Himmel oder in religiöse Erlebnisse, in heilige Sphären. Und das Spannende für mich an dem Bild ist, dass das Christkind ein Musikinstrument spielt, nämlich ein Psalterium. Ich weiß nicht, wie viele Darstellungen eines musizierenden Jesuskindes Sie in Ihrem Leben schon gesehen haben. Für mich war das bis vor kurzem die einzige, die ich kannte. Das Psalterium ist mit den Psalmen verbunden. Die Psalmen sind von König David und Christus ist ja aus dem Geschlechte Davids und wird oft so als die Vollendung Davids auch dargestellt, sodass da wohl auch dieser Bezug mit dem Psalteriumspiel eine Bedeutungsebene dieses Werkes ausmacht. Zu König David selbst und seinen musikalischen Praktiken gibt es tatsächlich auch eine relativ reiche Bildtradition und die am häufigsten dargestellte Szene in der bildenden Kunst ist, dass David vor seinem Vorgänger König Saul die Harfe spielt, um ihn von seinem bösen Geist, wie es in der Bibel heißt, von seiner Melancholie, als die man das später gedeutet hat, zu befreien. Und das ist unser zweites Stück hier in einer Ausführung von Rembrandt. Ich habe Ihnen mitgebracht von Händel aus seinem Oratorium Saul die entsprechende Arie, die David davor singt. Melancholie ist schwarze Galle, ein innerer Saft in einem verfestigten Zustand. Und wenn jetzt diese Luftbewegungen der Musik sich sozusagen über das Ohr in den Körper bewegen, so eine historische Vorstellung, bringen die diese verfestigte schwarze Galle wieder in Bewegung. Es ist wie so eine Veränderung des Aggregatzustandes und dadurch löst sich die schwarze Galle auf und der Mensch kommt in einen ausgeglicheneren Seelenzustand. Die Bilder, über die wir bislang gesprochen haben, die stellen alle ihren musikalischen Bezug ganz klar dar. Wir sehen Musikinstrumente, eine Musizierszene. Das letzte Bild, was ich noch ausgewählt habe, ist ein Werk der zeitgenössischen Kunst aus den späten 1950er Jahren von Victor Vasarely. Das sind einfach nur im Grunde senkrechte schwarze Linien in verschiedener Dicke und Abständen zueinander. Aber es heißt Fuge. Und wenn Sie ein bisschen musikalischen Hintergrund haben, dann wissen Sie, dass Fuge eine Kompositionsform ist aus der mehrstimmigen Musik, die so zu den, sagen wir mal, mathematischsten oder strukturellsten Kompositionsformen gehört. Man hat eben auch das Gefühl, dieses erste kleine Quadrat ist sowas wie die Uridee, aus der er dann aber noch 3 andere Quadrate schafft, die so ähnlich aussehen, aber nicht ganz identisch sind. Und das ist sehr ähnlich zu dem, was in einer musikalischen Fuge passiert. Eine Idee der Musikanschauung, die hinter dieser Fugenkomposition steht, ist die Idee, dass Musik nicht nur schöner Klang und emotionale Wirkung ist, sondern sich auf Strukturen reduzieren lässt, als Struktur beschreiben kann, als geradezu mathematische Ordnung und damit ein Abbild der kosmischen Ordnung ist, die man sich genauso vorstellt. Und das ist auch eine Idee, die auch bildende Künstler im 20. Jahrhundert nicht ganz uninteressant fanden. Ich fand das eine sehr spannende und lohnende Herausforderung, weil Bilder für uns, die sich mit Musikästhetik beschäftigen, eine ganz wichtige Quelle sind. Und da ist es mir ein Anliegen, das dem Publikum zu vermitteln.